Moin aus Wunderland. Felix und ich sind jetzt schon eine Weile wieder zurück in der Stadt und auch hier wartet jede Menge Arbeit auf uns, denn unser Südamerika-Ausbau geht mit großen Schritten voran. Wir sind jetzt hier an der Stelle, die haben wir euch noch gar nicht im Video gezeigt, und zwar im 4. Stock hier über dem Regenwald. Also hier nachher geht es die Treppe runter, ihr lauft eigentlich mitten durch die Anlage. Das wird ein Wahnsinnspanorama, was hier entsteht, und heute schauen wir uns das mal ein bisschen an. Jetzt gerade befinden wir uns ja im 4. Stock. Momentan ist hier noch unsere Sonderausstellung, aber eines Tages wird hier natürlich Asien entstehen. Und deswegen ist es hier gleich doppelt besonders, denn die Berge, die hier nachher auf der einen Seite die Anden zeigen, werden auf der anderen Seite eben das Himalaya sein. Das wird auf jeden Fall auch noch spannend. Jetzt habe ich aber erstmal angefangen, hier den Treppenaufgang zu gipsen. Das heißt nicht nur zu gipsen, wir haben natürlich auch hier Unterkonstruktion gebaut. Manu war da schwer mit beschäftigt und genau, wir haben jetzt eben oben angefangen, arbeiten uns dann schrittweise den Berg runter. Und hier oben habe ich jetzt erstmal angefangen, so peruanische Anden so ein bisschen in der Fernansicht zu zeigen, weil das eben vor allem so ein Teil ist, der nachher gerade aus der Ferne auch gesehen wird. Weil wenn ihr dann nachher als Besucher unten steht vor dem Regenwald, dann könnt ihr eben diesen Gipfel ganz weit in der Ferne, also durch bestimmt 7, 8 Meter Anlagentiefe eben am Ende sehen. Und das ist schon wirklich speziell, weil das hatten wir so noch nie. Und für die Referenzen habe ich mir jetzt natürlich wieder aus dem Internet einiges an Bildern besorgt, so ne, peruanische Anden. Wie gesagt, wir sind so ein bisschen in der Fernansicht, deswegen ist das hier vom Maßstab alles sogar noch mal stärker verkleinert. Aber das macht sehr viel Spaß zu gipsen, weil man kann halt wirklich diese richtig großen Formen, ne, dieses Abwechselnde von den glatten Geröllfeldern hin zu diesen felsigen Klippen und sowas, alles irgendwie versuchen hier darzustellen auf dem begrenzten Platz. Ist natürlich eine Herausforderung, macht aber auch extrem viel Spaß. Natürlich habe ich nicht nur Bilder aus dem Internet. Wir waren auch dieses Mal in Argentinien wieder unterwegs und Johannes und ich haben einen Abstecher gemacht nach Patagonien, haben uns den Fitzroy live angeguckt und einfach so ein bisschen Anden-Feeling nochmal aufgenommen. Ganz viele Fotos gemacht, Videos, und da zeigen wir euch auch noch mal ein bisschen was von. Ich befinde mich jetzt hier gerade auf dem Treppenpodest, also quasi genau zwischen den Stockwerken. Ne? Also hier ist das Fußbodenniveau vom 4. Obergeschoss. Hier seht ihr auch schon
Hier werden nachher überall Sichtbargleise entstehen. Also hier ist ein Bahnhof, hier oben ist ein Bahnhof, dahinter sind die Berge. Diese Wand auf der Treppe, die kommt natürlich weg, denn hier auf Höhe des Treppenpodestes auf der anderen Seite wird dann Machu Picchu sein und hier kommt der Berg so hoch, hier kommt der Rainbow Mountain hin, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, ganz berühmtes Wahrzeichen aus Peru. Und wenn ihr ganz unten an der Treppe seid, da kommt nachher der Wasserfall hin. Also den habt ihr in der letzten Folge gesehen, da wird fleißig noch weiter dran gearbeitet. Der ist dann da unten. Also hier ist wirklich ein Highlight nach dem nächsten. Und genau, hier ist wirklich noch einiges zu tun. Ihr seht, hier ist Chaos. Ich habe noch einiges an Arbeit vor mir. Jo, das war's eigentlich an Neuigkeiten aus dem 4. Obergeschoss. Jetzt gehen wir noch mal runter ins 3. und schauen uns an, was sich da alles getan hat. Ja, auch in Valparaiso hat sich einiges getan. Ich habe ein paar Flächen zugegipst, die so zwischen den Häusern noch frei waren und auch schon mal angefangen, hier gerade den Bereich bei der Standseilbahn zu begrünen. Und ja, jetzt bin ich gerade dabei, noch so ein paar Fußwege zu machen. Wir haben einmal alle Häuser rausgenommen oder fast alle Häuser, um auch noch mal ein bisschen sauber zu machen und noch mal zu gucken, ob man dann dahinter auch noch an die ganzen Gleise rankommt. Und ja, die Chance habe ich jetzt genutzt, quasi, um auch noch mal den wunderschönen Hintergrund zu lackieren. Denn ich wollte nicht riskieren, dass die Häuser natürlich dreckig werden, wenn ich hier mit Gasmaske und was weiß ich am Rumspritzen bin. Ja, der große Unterschied hier in Valparaiso, gerade beim Gebäudebau, ist ja, dass wir eben nicht alles am Computer zeichnen und fräsen, sondern dass wir hier eigentlich nur ja, meterwahre Platten haben, wo Fensterausschnitte drin sind, aber wir den Rest eigentlich händisch oder an einer kleinen Tischkreissäge zersägen und verkleben. Und ja, wie das so entsteht und wie das passiert, könnt ihr jetzt mal bei Michel sehen.
So, das war es eigentlich soweit erstmal mit Updates hier aus dem Wunderland direkt. Jetzt bekommt ihr noch mal ein paar Bilder aus Argentinien direkt vor Ort. Lucia ist gerade fleißig dabei beim Begrünen. Es entstehen ganz viele verschiedene Bäume und Pflanzen für den Regenwald. Und da hat Johannes noch ein paar richtig schöne Bilder aus Argentinien mitgebracht. Das war's auch schon wieder für diese Folge. Mehr gibt's nächste Woche. Wir arbeiten jetzt weiter und wenn ihr irgendwie noch einen Tipp habt, was man macht gegen Blasen auf der Handinnenfläche, dann könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben, weil das ganze Schnitzen geht mir mittlerweile irgendwie hier richtig aufs Fleisch. Also da freue ich mich über jeden Tipp. Bis dann. Ciao.